Wir sind zurück im Van in Deutschland. Nach 3 Jahren Panamericana und ein paar kleinen Upgrades sind wir wieder unterwegs in bekannter Umgebung. Wir können die Sprache wieder verstehen, die Straßenschilder, und während wir uns noch Gedanken darüber machen, wie und ob Vanlife für uns in Deutschland funktionieren wird, werden wir diese Woche unsere ganz eigenen Erfahrungen machen. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir haben hier einen absoluten Traumstellplatz. Wir sind am Rande der Mecklenburgischen Seenplatte und ja, hier ist ein kleiner Hundestrand und man kann hier mit dem Camper stehen und es ist ein absoluter Traum. Wir wachen hier mitten im Grün auf, um uns rum Vögelgezwitscher, nichts anderes. Kleine Badestelle für Hunde, auch wenn Peppi überhaupt nicht baden geht, aber auch herrliche kleine Wanderwege hier. Ich war auch mit Peppi heute Morgen schon einen kleinen Spaziergang machen, Kaffee gemacht und jetzt wird noch ein bisschen was am Laptop gearbeitet, bevor es weitergeht. Alright, so. Wir tuckern jetzt einfach mal ein paar Seen weiter und ja, wollen einfach ein bisschen Zeit in der Natur verbringen. Vielleicht finden wir einen schönen Strand oder Seezugang, einen schönen Spaziergang mit Peps und genau. Das ist wohl ein Grashalm. Jo. Ein bisschen Kanada-Feeling hat das Ganze hier schon. Super grün, an Seen. Das war ein Baum. Die Mecklenburgische Seenplatte ist das Kanada Deutschlands oder so. Ich liebe ja solche Strecken, wenn sie nicht allzu oft vorkommen. So ein bisschen Offroad ist ja manchmal schon echt cool. Angekommen. Dabei hatten wir gar kein richtiges Ziel. Und du, Peps? Unterbewusst fühlen wir uns manchmal noch so richtig gestresst, dass wir irgendwo hin müssen, dass wir irgendwie weite Strecken fahren müssen, dass wir irgendwo hin müssen, uns was angucken. Dabei wollen wir eigentlich nur irgendwie eine gute Zeit haben, in der Natur sein, die Natur genießen,
so ein bisschen Alltag im Van, auch wenn es im Van ist, eintrudeln lassen und ja, uns irgendwie nicht von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit hetzen, auch wenn wir euch natürlich gerne irgendwohin mit hinnehmen wollen, euch was zeigen wollen, aber das ist gerade unser Alltag und so, wie wir ja, uns irgendwie in Deutschland wieder eingrooven wollen, müssen, können. Und deshalb haben wir jetzt hier spontan angehalten. Wir sind jetzt im Müritzer Nationalpark und hier gibt es ein paar schöne Wanderungen und ich glaube, wir werden einfach mal die Schuhe anziehen und losspazieren und gucken mal, wie weit wir kommen. Irgendjemand müsste nur noch unseren Hund motivieren. Die sagt lieber in der Sonne chillen. Da gibt es einiges zum Abwandern. Fangen wir mal mit einer kleinen Runde an. Ein bisschen Holz. Voll das coole Holz. Gleich haben wir es geschafft. War jetzt eine richtig schöne Runde. Waren jetzt, glaube ich, irgendwie so 2,5 Stunden unterwegs. Was meint? 8 Kilometer insgesamt. Jetzt sind wir hier noch an den Schafen vorbeigekommen. Und jetzt sind wir auch hungrig. Ein was Brett? Schnapsbrett. Was ist ein Schnapsbrett? Ja, wo man so Tiefungen einbohrt, so, damit Schnaps besser steht. Ja, oder ein Schlüsselbrett. Irgendwie fanden wir es cool. Mal gucken, ob es gleich zerfällt, wenn es trocken ist. Nach. Haben wir 2 Hände im Raum. Ja, unsere Taktik, um dass die Tür aufgeht. So, wir sind zurück am Van. Ganz schön kaputt. Es war weiter als gedacht. Aber wie weit es ist. ja, du wusstest, wie weit es ist, aber es war trotzdem anstrengend. Bisschen über 8 Kilometer. Oh, guck mal, ich hab schon einen Zettel. Ja, und Svenny bürstet Peppi, so rum. Weil, ja, wir sind auch in totaler Zeckenregion und da waren noch ein paar Zeckenwarnschilder. Und deswegen müssen wir einmal Peppi durchbürsten und durchschauen, ob sie ein paar Zecken hat. Und eine hatte sie schon. Also noch nicht zugebissen, aber im Fell. Und da ist auch schon eine. Zweite. 2 sogar. Gar nicht so klein.
Angekommen für die Nacht und hier machen wir es uns jetzt gemütlich. Wir sind auch ganz schön kaputt. Essen aber auch noch was, oder? Irgendwie haben wir noch Hunger, aber gar keine Lust, Irgendwas zu machen. irgendwas zu machen, Essen zu machen oder so. Deswegen gibt es einfach nur ein Eis. Gutes Abendbrot. Cheers. Guter Schauer, ha? Mhm. Guten Morgen aus dem Van. Wir hatten eine richtig gute Nacht. Wir waren schon mit Peppi draußen, haben ein bisschen was gefrühstückt und schlafen aktuell so gut. Und es liegt nicht nur an den richtig schönen Stellplätzen, die wir hier in der Mecklenburgischen Seenplatte haben, sondern auch an unserer neuen Bettwäsche von 23. Die Bettwäsche fühlt sich richtig weich und hochwertig an und ist auch viel angenehmer als Baumwolle zum Beispiel. Und was für uns unterwegs richtig wichtig ist, sie ist temperaturregulierend. Das heißt, sie passt sich unserer Körpertemperatur an. Das bedeutet kein Frieren, kein Schwitzen mehr, nur noch ein erholsamer Schlaf. Gerade wenn wir länger unterwegs sind und vielleicht mal nicht so oft dazu kommen zu waschen, merkt man richtig den Unterschied. Die Bettwäsche hält lange frisch und hemmt geruchsbildende Bakterien und ist deshalb die absolut perfekte Bettwäsche für uns für den Van. Wenn ihr die Bettwäsche auch mal ausprobieren möchtet, mit unserem Code bekommt ihr in den ersten 24 Stunden 20% Rabatt, auch auf reduzierte Ware. Danach sind es aber auch immer noch 15%. Alle Infos und den Code findet ihr unten in der Beschreibungsbox. Was wir richtig clever auch finden, sind die Eckbändchen. Damit verrutscht nichts mehr, auch wenn ihr euch nachts mal dreht. Alles bleibt an Ort und Stelle. Für uns der perfekte Schlafkomfort wie zu Hause und wir haben es jetzt einfach schon seit wir zurück sind hier im Van, fühlen uns extrem wohl und vergesst nicht, mit unserem Code spart ihr 20% auch auf reduzierte Ware und danach immer noch 15%. Also checkt nochmal den Link und den Code unten in der Beschreibungsbox. Das ist hier wieder ein absoluter Traumspot. Wir stehen jetzt am Rande des Nationalparks, also außerhalb des Nationalparks Müritz und wieder mitten im Grün, totale Stille. Es wäre fast ein bisschen wie Erholung.
schon ein richtig schöner Tag heute, ist auch schon richtig warm, weshalb wir uns jetzt so knapp eine Stunde auf den Weg machen, ohne Frühstück, aber zu einer kleinen Badestelle, wo man auch mit dem Van stehen kann, und machen uns da dann Frühstück und hoffen, dass wir auch guten Empfang haben, zum ein bisschen was arbeiten und dass wir dann den Tag da verbringen können und natürlich, dass wir uns zwischendurch mal im See abkühlen können. Gucken wir mal, wie das so funktioniert. Vielleicht stellen wir uns halt hier. Was? Hi! Moin! Moin! Sie möchten eine Runde übernachten hier, oder? Nee? Nee, eigentlich wollten wir nur zur Badestelle. Ja? Ja. Okay, das dürfen Sie. Oh, danke. Aber nicht übernachten. Nee, hatten wir nicht vor. Nee, okay. Okay. Danke. Wir wurden hier an der Badestelle erstmal nett begrüßt und gefragt vom Ordnungsamt, ob wir denn hier übernachten wollen. Naja. Das klingt bei dir ein bisschen freundlicher jetzt. Hä? Das klingt bei dir jetzt ein bisschen freundlicher, als es war. Ich wurde nicht gefragt, sondern mit einem, ihr wollt hier aber nicht übernachten, ne? Hatten wir tatsächlich dieses Mal nicht vor. Wir wollten wirklich nur hier an die Badestelle über den Tag und hier ein bisschen was arbeiten. Und tatsächlich haben wir auch ganz guten Empfang. Jetzt gucken wir uns gleich mal die Badestelle an. Ich hoffe, wir dürfen hier frühstücken. Ich hoffe, das ist erlaubt. Und gehen dann nachher ins kühle Nass für einen kühlen Kopf. Einfaches, schnelles Müsli mit Erdbeeren, Träubchen und Banane. Das essen wir jetzt schnell, dann geht's an den Laptop, weil wir bekommen gleich noch Besuch. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, wir haben einen neuen Scheinwerfer. Den haben wir nämlich letzte Woche eingebaut. Ganz still und heimlich. Ja, Nummer 3, wir hatten den dabei und Nummer 3 hatten wir dabei. Und der hat jetzt gepasst, alles funktioniert. Sehr gut. Und ich weiß gar nicht, ob wir es im Video schon gesagt haben. Im Podcast haben wir es, glaube ich, schon erzählt. Hört da auch gerne mal rein, wenn ihr unseren Podcast noch nicht kennt. 2-mal um die Welt. Morgens aufzustehen und das Erste, was man macht, in den See zu springen. Das ist Ja, das ist traumhaft. besser, könnte, glaube ich, ein Tag wirklich nicht starten. Und wir haben ja auch hier und da mal gesagt, und das ist, glaube ich, das größte Gütesiegel, was wir vergeben können. Es erinnert uns ein bisschen, also An wirklich Kanada. ein bisschen. Ein kleines Minimü. Sehr schöner Podcast. Da erzählen wir auch immer noch ein bisschen, was wir hier so erleben und was vielleicht nicht ins YouTube-Video kommt. Und da haben wir auch erzählt, dass unser Rücklicht auch wieder geht. Also keine Standlicht-Warnleuchte mehr, nur noch die Kennzeichenleuchte. Du müsst sofort raus, der Hund muss. Wir müssen ja schon wieder rückwärts fahren. Warum? Hat das Amy rauskommt, da kommen sie nicht raus. Geh mal rüber. Emi, das springt lieber. Mach. Guckt nicht mehr lang rum. Oder wieder ganz Staub rein. Ja. Fraktion Badesee ist unterwegs.
An so einem heißen Tag wie heute hält man es eigentlich auch nirgendwo anders aus als am See. Das habe ich jetzt ausgemacht. Sehr gut. Also ich glaube, da was Wasser raus. Wir sind 20 Minuten von unserem Stellplatz am See, sind wir jetzt weitergefahren und hier kann man an einem Bootsanleger, da können auch Boote quasi über Nacht stehen. Gibt es auch ein paar Plätze für Wohnmobile und da haben wir uns jetzt eingecheckt und grillen noch. Ich glaube, besser kann der Morgen eigentlich kaum starten. Mit dem Sprung ins kalte Wasser. Heute Nacht hat es so richtig gewittert und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir so einen schönen Morgen bekommen. Aber es ist einfach herrlich.
Für den ultimativen Kanada-Flair heute gehen wir Kanu fahren. Wie gesagt, mit den Mietbootfahrern hatte ich gesagt, falls sie eine Welle schmeißen, immer frontal. Ja? Ich hab mein Handy jetzt hier verpackt und spiele immer halt. Es wurde ganz schön windig. Ja. Der Hund, der macht hier eine Anstalt, wunderbar. Ich durfte schon mal mit uns 3 Tage in Kanada fahren. Ja. Es wurde doch ganz schön windig. Wir wagen uns trotzdem raus. Meine Eltern sitzen schon in einem Kajak. Wir sitzen in einem Kanadier. Ist doch klar. Und dann versuchen wir jetzt mal den Kanal ein bisschen hochzuschippern. Es ist so schön. Vor allem, wenn man nicht paddelt. Ja, aber ich kann nicht filmen und paddeln gleichzeitig. Kanada-Feeling pur in Deutschland. Ich komme nicht drauf klar. Peps, wie findest du? Peppi wusste auch noch, wie es geht. Ein konkretes Ziel gab es heute nicht. Wir sind einfach hier so einen Kanal entlang geschippert. Da ist es ein bisschen windgeschützter. Und jetzt sind wir schon wieder mit Rückenwind in die andere Richtung unterwegs. Einfach ein kleiner Ausflug mit dem Kanu. Voll schön. Richtig schöner Ausflug. Wir waren jetzt so eine Stunde auf dem Wasser. Das ist einfach das beste Feeling. Wir haben uns jetzt gerade von meinen Eltern verabschiedet. Es war ein richtig schönes Wochenende und jetzt nochmal zum Schluss der Ausflug mit dem Kanu, auch richtig cool. Richtiges Kanada-Feeling. Kriege ich wieder ein fettes Grinsen auf dem Gesicht. Ja, irgendwie ist es schön, wenn man Menschen dazu inspirieren kann, mit dem Camper unterwegs zu sein. Noch schöner ist es natürlich, wenn das Familie und Freunde sowieso im Umfeld sind und man dann zusammen Zeit draußen verbringen kann. Und das war jetzt gerade richtig schön mit meinen Eltern. Und ja, die beiden fahren jetzt weiter, wollen noch ein bisschen mehr sehen und wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns. Wir bleiben noch ein bisschen hier, wir bleiben noch ein bisschen hier in der Mecklenburgischen Seenplatte und genießen den Sommer hier in Deutschland. Auch wenn man manchmal vielleicht nicht so willkommen ist als Camper hier. Trotz alledem fühlen wir uns eigentlich echt wohl. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man hier stehen kann. Sowohl frei als auch über unterschiedliche Plattformen oder auch von den Gemeinden Angebote, die es einfach gibt.
Und ja, wir freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit mit uns. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, das würde uns richtig freuen, unterstützt uns und unsere Arbeit. Und das Emoji der Woche ist ein Kanu oder Ahornblatt, irgendwas Kanada-mäßiges. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin, danke, Ende.